Heute in meinem Vortrag geht es um Mensch versus Maschine. Ja, das heißt, ich möchte euch ein bisschen einen Eindruck geben, was passiert in der Lebensmittelindustrie, wie wird produziert und wo steht der Mensch. Wie wir wissen, leben wir heute, glaube ich, in einer Gesellschaft, die hoch digitalisiert ist, hochtechnologisch ist, sehr schnell. Wir müssen immer schneller werden. Die Maschine hilft uns dabei. Wo steht der Mensch? Der Mensch ist heute in der Industrie zum Bediener geworden. Jeder von uns, auch ich, jeder von uns hat ein Handy. Auch das Handy ist eine Maschine. Jeder von uns, auch ich, hat einen Social-Media-Account. Heute können wir kommunizieren. Heute können wir schneller kommunizieren als jemals zuvor. Durch die Maschine, durch die Technologie. Kommunizieren wir heute? Ist es so? Oder was machen wir eigentlich? Ich bin Wiener, also ich wohne in Wien, ich fahre natürlich mit U-Bahn und mit Straßenbahn. Und wenn ich da so sitze und dann so in die Reihen schaue, sieht mich keiner an. Jeder schaut auf seine Maschine. Jeder schaut auf sein Handy. Und jeder wischt ganz schnell, ganz schnell. Das heißt, die Menschheit hat es geschafft, immer miteinander vernetzt zu sein, immer kommunizieren zu können. Heute wissen wahrscheinlich meine Follower, wo ich bin, was ich mache. Sie bekommen ein Bild. Ich war heute in der Früh in Linz, da habe ich einen Termin gehabt, den habe ich gepostet. Also nicht den Termin, sondern dass ich in Linz war. Ich habe dann gepostet, die Zimtschnecke zum Beispiel, also da hat man gewusst, okay, jetzt ist er wahrscheinlich in Salzburg. Ich habe Likes bekommen. Das freut mich natürlich schon einmal sehr. Habe ich wirklich kommuniziert? Habe ich mich wirklich auseinandergesetzt mit dem als User oder als Poster? Ich weiß es nicht. Es sind immer die gleichen Fragen, die sich bei mir drehen. Und alle von uns, wir haben die Pandemie erlebt. Wir hoffen, wo ist Holz? Wir hoffen, dass sie vorbei ist. Und in der Pandemie, also wie ist es mir gegangen? Also natürlich muss man jetzt unterscheiden zwischen beruflich und privat. Privat natürlich privat cool, Entschuldigung. Beruflich, scheiße, was passiert mit dem Business? Welche Auswirkungen hat es und was kommt da raus? Aber privat war es schon mal cool, einfach so mal den Stecker zu ziehen, ja? Einfach aus dem Rush draußen zu sein, ja? Einfach mehr Zeit zu haben. Ja, ich habe auch Netflix geschaut. Also ich habe wie ein Netflix-Konto mir angelegt, das was ich sonst nicht habe. Und habe dann halt einmal so Serien geschaut. Das war wirklich cool, muss ich echt sagen. Hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Bin weggekommen, so ein bisschen halt. Normalerweise habe ich natürlich auch Abendtermine. Das heißt, normalerweise war ich so 2-3 Tage in der Woche auf Geschäftsmeetings am Abend. Nochmal mit dem Team treffen, mit einem Geschäftspartner treffen, dorthin fahren, daher fahren oder hierher fahren. Also immer on Tour. Das war natürlich nicht. Und irgendwann haben wir dann halt meinem Büro gesagt, da machen wir jetzt diese Zoom-Meetings. Das haben wir dann alles gemacht, ja. Das war dann sehr effizient, sehr schnell. Ja. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt in diese Zoom-Meetings. Ich fühle mich bis heute wahnsinnig unwohl und also natürlich sehe ich das Gegenüber. Ich sehe es.
So wie auf Social Media, ne? Aber ich spüre es nicht. Ich fühle es nicht. Und wenn wir über Liebe sprechen, dann ist es ein Gefühl. Liebe ist schwierig zu messen, oder? Natürlich gibt es da sicher schon irgendwelche Wissenschaftler, die sagen, um Gottes Willen, dieser Josef redet so viel Blödsinn, man kann das messen, da gibt es Gehirnströme, also ja. Aber ich glaube, es ist nicht alles messbar. Und was ich damit jetzt sagen möchte, ist, wenn ich immer nur vor dem Handy sitze oder vor einem PC, dann schaue ich immer nur auf eine Oberfläche. Die Tiefe sehe ich nicht. Die Tiefe kann ich nicht spüren. Ich kann kein Gefühl entwickeln. Ich kann nicht riechen. Ich rieche das Gegenüber nicht. Ich spüre das Gegenüber nicht. Und wir glauben aber, und davon sind wir wirklich überzeugt, wenn wir wieder mehr Industrie haben, mehr Technologie, mehr Digitalisierung, das hilft dem Menschen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist alles nur für den Menschen gemacht. Ist nur eine Frage. Ist es wirklich für den Menschen gemacht? Und jetzt kann ich mal da weiter drücken, weil die Folie, glaube ich, ist schon fad für euch geworden. Aber ich möchte nicht mit meinen Folien heute beeindrucken, sondern ich möchte mit dem Inhalt beeindrucken oder euch einen Gedenkanstoß geben, um das geht es ja. Und jetzt haben wir einen Szenenwechsel. Und was ihr hier jetzt seht, ja, ist die Tafel. In meiner Bäckerei im Waldviertel, ihr seht hier unsere 3 Tafeln, das sind Arbeitstische. Und die Tafel oder die Tafeln sind der zentrale Punkt, der zentrale Ort in einer Bäckerei. Seit Jahrhunderten. Wirklich, ihr könnt jetzt irgendwelche Bäckerbücheln kaufen, historische, könnt reinschauen, vor der Industrialisierung. Bitte. Und da werdet ihr immer sehen, es ist immer eine Tafel drauf. Eine Tafel ist abgebildet. Jetzt kann man sagen, das ist ja so wie daheim der Esstisch, ne? Alle stehen um die Tafel oder alle sitzen um den Esstisch. Wir erkennen es jetzt auf den Fotos leider nicht ganz so gut und es sind auch natürlich teilweise Masken oben, aber bei uns an der Tafel, an der Brottafel, arbeiten unterschiedlichste Kulturen, unterschiedlichstes Alter, jung, alt, mittel, gelernt, ungelernt, unterschiedlichste Herkünfte. Wir haben Österreicher, wir haben Tschechen, wir haben Polen, wir haben Ungarn, wir haben Syrer, wir haben Afghanen, wir haben Türken. Alle arbeiten auf einer Tafel gemeinsam. Das Wort ist gemeinsam. Und jetzt kann ich sagen, um Gottes Willen, wie kommunizieren die denn miteinander? Weil kann jeder deiner Bäcker 17 Sprachen? Nein. Nein, kann er nicht. Ich bin nicht sehr sprachenbegabt zum Beispiel. Das heißt, ich kann gerade einmal ein bisschen Deutsch, ich kann ein bisschen Englisch. Na wirklich, ja. Und ich kann ein bisschen Slowakisch, meine Frau ist Slowakin. Ja. Wie unterhält sich hier dann? Wie geht das? Und wir schauen. Der erste Kollege da in der Mitte ganz vorne ist der Tom, ein Teamleiter von uns. Und der Tom ist wirklich sprachenbegabt. Das heißt, er hat das schon drauf, 3, 4 Sprachen, die fachkundigen Ausdrücke natürlich. Also der kann sich ein bisschen unterhalten, kann ein bisschen was sagen. Der Aslan ist nicht sprachenbegabt. Aber er hat eine wahnsinnig gute, wenn der was erklärt, du verstehst das. Durch seine Mimik, wie er sich bewegt und was er halt tut. Ne? Ja, der Erich, das ist jetzt schwer zu erkennen, einer unserer älteren Kollegen ist eher ein emotionaler Mensch. Das heißt, du spürst seine Emotion. Aber er spürt auch Emotionen. Ist auch Konversation, ne? Ist auch eine Kommunikation. Und die Froni, die bei uns
die Abteilungsleiterin vom Feingebäck ist, jetzt wird sagen, jetzt spinnt der Typ komplett, jetzt trat er wirklich durch, aber ich sage es euch trotzdem, die spürt, ich möchte es mal so sagen, die spürt Energie oder Aura. Wo ich sie kennengelernt habe, am Anfang habe ich mir auch gedacht, ui, das kann schon ein bisschen seltsam sein, ja? Aber sie spürt es wirklich. Aber seht ihr da irgendwo eine Maschine? Seht ihr da irgendwo eine Technologie? Na, das sind Menschen. Das sind Menschen. Also da ist schon mal wirklich ein ganz großer Unterschied. Und als ich mich 2009 selbstständig gemacht habe, haben die Menschen zu mir gesagt, meine Freunde, Bekannte, du bist komplett wahnsinnig, das zu machen. Es wird doch alles immer nur mehr maschinell produziert und du machst das jetzt. Meine Hausbank, wo ich immer Kunde war, die haben zu mir gesagt, sie kriegen sicher keinen Kredit, ich soll jetzt wieder bitte Retour gehen in meine Arbeit, weil ich verdiene ja eh so gut. Und heute so ein Businessmodell aufzubauen, ist ja komplett schwachmatisch. Ja, ich frage mich heute, 2022, wer wahnsinnig ist. Und ich möchte euch auch nicht sagen, ich habe kein Handy. Ich habe ein Handy. Ich habe natürlich auch einen PC, ich habe auch ein Auto. Aber die Frage ist, hilft uns Technologie, hilft uns die Maschine immer weiter? Und jetzt habe ich das Beispiel, um die Brücke auch zu schlagen. Ich war 7 Jahre, bevor er mich selbstständig gemacht hat, in einer Industriebäckerei beschäftigt. Habe gestartet im Qualitätsmanagement und nachher war ich Vertriebsleiter. Eine riesige Firma, also bum, 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 bum. Wo ich gestartet habe, hat es 2 Produktionshallen gegeben. Ich glaube 10.000 Quadratmeter und 12.000 Quadratmeter. Da stehen riesige Industrieanlagen drinnen und pro Anlage, ja, das sind so riesige Anlagen, wirklich. Kann man auch googeln, mal Industrieanlage, Bäckerei, wirklich. Weil dann hilft auch Technologie wieder, um das einmal ein Bild zu bekommen, was da abgeht. Stehen 2 Menschen. Das sind jetzt nicht unbedingt Bäcker, ne? Das ist ein Anlagenbetreuer und ein Hilfsarbeiter. Und die bedienen halt diese Maschine. Und das ist dann so weitergegangen, dass 2017, also der Eigentümer sich entschlossen hat, noch auszubauen und noch weiter auszubauen. Und er hat die Produktionshalle 3 dann gebaut. Und die Produktionshalle 3 hatte dann 16.000 Quadratmeter Produktionsfläche. 16.000 Quadratmeter. Das ist wirklich huge. Echt. Da waren dann 3 Industrielagen drinnen. 3. Noch mehr Stückzahl, noch mehr Leistung. Beeindruckend, oder? Und natürlich müssen diese Maschinenhersteller dir was sagen. Weil warum kaufe ich mal jetzt schon wieder die nächste Maschine? Und die Antwort war ganz einfach. Wir brauchen nur noch einen Menschen. Wir sparen die Hälfte der Lohnkosten, wir brauchen nur noch einen Menschen. Für die Maschine. Da werden 30.000, 40.000 Semmel in der Stunde rausgeballert. Und jetzt brauchen wir nur mehr einen Menschen. Jetzt haben wir einen zweiten gespart. Weißt du, wie cool das ist? Und ich war natürlich auch dabei. War ja auch meine Verantwortung. Ja, und es hat extreme Probleme gegeben. Mit der Qualität vom Produkt, das ist jetzt nicht das Thema. Es hat wirklich Probleme gegeben. Wir haben keine Leute gefunden. Wir haben die Leute natürlich, die vorne gearbeitet haben, die das alles schon draufgekommen haben, hintergeschickt in die nächste Halle. Wenn man sich 16.000 Quadratmeter vorstellt, mit 3 Menschen, das sind riesige Anlagen, dann sieht man sie nicht. Also der Mensch ist da allein in dieser Halle im Endeffekt, hat so ein Tablet halt gehabt, das war also doppelt so groß, würde ich sagen, ne? Und hat halt da irgendwie herumgedruckt. Das heißt, wir haben Menschen braucht, die halt ein bisschen ein Verständnis haben fürs Herumdrucken. Die Aufgabe des Menschen war, was war die Aufgabe? Das ist eine gute Frage. Die Aufgabe war, ja, zu schauen, ob die Sensoren funktionieren, ob die Temperaturfühler funktionieren,
und so weiter und so fort. Und permanent haben wir schon wieder eine Kündigung gehabt. Oder nein, ich will dort nicht mehr, Betriebsrat wieder her, um Gottes Willen. Das heißt, es ist so weit technologisiert geworden, wer hat diesen Kampf gewonnen? Also ich bin 2019 dann ausgestiegen. Wer hat den Kampf gewonnen? Der Mensch oder die Maschine? Und in dem Fall, wir waren schon mal 8 Stunden bei einer Maschine und hat keine Aufgabe gehabt. Ist einfach nur gegangen, passt das hat keine Konversation gehabt, hat nichts gefühlt, hat keinen Teig angegriffen. Du bist wie ein U-Boot. Das ist Entmenschlichung, oder? Und ja. Und darum, glaube ich, müssen wir aufpassen, und darum möchte ich hier euch anregen, nachzudenken, ob es nicht eigentlich um den Mensch geht und ob uns wirklich immer geholfen ist. Und wenn wir Kunden fragen, warum ich kein geschnittenes Brot anbiete, das kann ich nicht und das wird ich nicht. Weil ich möchte, dass du mit deinen Sinnen, mit dem, was uns Gott geschenkt hat, wir können fühlen, schmecken, riechen, ja, wir spüren Sachen. Ich möchte, dass du das Brot schneidest und die Veränderung jeden Tag erlebst. Ich möchte, dass du damit auseinandersetzt. Und du wirst sagen, das ist aber lustig, am ersten Tag ist so und am 5. Tag ist so. Du spürst Sachen und wir spüren Sachen. Wir haben eine Seele. Und ich glaube, dass ein Handy wenig Seele hat und mein Auto wahrscheinlich auch nicht. Also bitte denken wir einfach dran, für was Maschinen gemacht wurden und ob uns nicht teilweise schon die Maschinen regieren und wir wie Roboter sind, wenn man an die U-Bahn und an die Straßenbahn denkt. So, das war's. Herzlichen Dank. Dankeschön.